Freunde, schnelles Quiz. An welche Flugzeuge denkt ihr, wenn ihr an die Luftschlacht von England denkt? Messerschmitt? Spitfire? Falsch! Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Ich bin euer Freund der Blockstar und heute sprechen wir nicht über die Bf 109, nicht über die Supermarine Spitfire. Wir sprechen über das heimliche Arbeitstier der Royal Air Force in der Luftschlacht um England. Und dieses Flugzeug möchte ich begrüßen mit einem Song der Scorpions aus Hannover. Here I am, rock you like a hurricane. Ich stelle euch heute die aktuelle und die mittelalte Version der Hawker Hurricane von Coby vor. Einmal hier die 5709-270 Steinchen aus 2019 und die 5728-382 Steinchen, die aktuelle Version der Hawker Hurricane Mark I. Es gab noch eine Version, die älteste aus 2017, das ist die 5518, die werde ich euch auch noch mal irgendwann besorgen und stelle ich euch auch vor, denn ihr wisst ja, ich möchte euch eigentlich von Coby hier mal alles vorstellen, hier auf meinem virtuellen Coby Museum in der Noppenklötzchen-Scheune beim Blockstar. So, aber nicht über das zukünftige reden, wir wollen uns die alte und die neue anschauen, genau andersrum, hier auf dem Bautisch, steigt ein in eure Arbeitstiere und landet mit mir auf dem Bautisch, damit wir uns die Klemmbausteine in diesen Sets genauer angucken. Ja, Freunde, hier haben wir links und rechts auf dem Bautisch die beiden Kartons der Coby-Sets. Einmal rechts von mir aus gesehen die alte Hurricane aus 2019 und links von mir gesehen die aktuelle Hurricane Mark I aus 2022. Wir erkennen es hier links an dem weißen Dreieck und dass wir hier ganz oben rechts in der Ecke Historical Collection World War II stehen haben, während wir auf dem alten Karton rechts von mir gesehen links oben in der Ecke das World War II Symbol haben und unten auf den gelben Noppen Historical Collection steht. Die aus 2019 ist im Maßstab 1:35, die aus 2022 im Maßstab 1:32 habe ich euch gesagt. Es sind beides Mark I's, also die ersten Ausführungen. Rechts haben wir ein Modell des Fighter Squadrons Number 1 oder Number 1, erkennen wir hier an dieser Hummel bzw. Biene. Links hier haben wir ein Flugzeug der tschechisch-polnischen Exil-Luftwaffe, möchte ich mal behaupten, beziehungsweise den Piloten im Dienste der Royal Air Force. Beim rechten Set habe ich euch gesagt 270 Steinchen, hier beim linken 382. Rechts sehen wir viele Heinkel, hier 111, eine Hurricane, eine Bf 109, während wir hier links nur 109er sehen. Schauen wir uns die Rückseite der beiden Sets an. Hier seht ihr auch schon beim Piloten rechts unten in der Ecke, dass wir hier wirklich das Fighter Squadron Number 1 haben von 1940. Schön im Weiß, ganz edel. Wir können die Querruder bewegen, wir können das Fahrwerk sogar ein- und ausfahren, finde ich richtig cool. Wir können das Cockpit gucken und wir bekommen natürlich wieder den Stand. Was ich euch gleich sagen kann, wahrscheinlich werden links wie rechts die Fakten gleich sein. Wir haben links wie rechts schöne historische Fotos. Ich werde euch natürlich auch wieder in das Video ein paar historische Fakten schneiden, abseits von den Fakten, die ihr gleich bekommt. Und wir sehen, dass wir natürlich bei beiden einen schönen Stand haben, der jeweils schön bedruckt ist. Das linke Set wird 29 cm lang und 9,5 cm hoch. Das ist die aktuelle Version. Hier muss ich leider, also bei dem rechten Karton, rechts gucken, das Flugzeug wird 27 cm lang und in der Spannweite 33,5, während wir hier auch auf der Seite, finden wir es nämlich da, eine Spannweite haben von 29 cm. Also wir sehen hier schon ein paar Unterschiede durch den Maßstab. So, jetzt habe ich euch die Kartons gezeigt. Ihr bekommt ja gleich nochmal die Infokarten sowieso zum Set, aber wir wollen ja trotzdem wissen, was verbirgt sich in den Kartons. Rechts 2019, links 2022. Fangen wir rechts an, unseren Inhalt mal herauszuzaubern. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt rechts rausgezaubert, 2019er Version. Jetzt schauen wir natürlich, was wir hier im aktuellen Set als Inhalt haben. Ja, da haben wir den Inhalt rausgezaubert. Natürlich mehr Tüten als wie bei der 2019er Version. Die schauen wir uns zuerst an. Ich schiebe das mal zur Seite. DIN A4 Anleitung, das alte Design mit diesem Fleckhahn im Blau, Klammer gebunden ab 6 Jahren, natürlich auch schon pad printed. Schauen wir mal die Tüten, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und ein Propeller und einen Stand, wo wir das Flugzeug nachher drauf packen. Bin ich mal gespannt, ob es da Unterschiede gibt von dem alten Stand zum neuen Stand, von der Stabilität. Ich habe da immer meine Probleme. Aber jetzt schauen wir uns an. Kobi-Anleitung hier. Wir haben halt keine großen Bauunterteilungen. Wir reißen die Tüten alle auf und bauen einfach drauf los. Der erste Bauschritt ist noch farbig, auch wenn es hier auch grau aussieht. Und beim zweiten ist dieser Baustep dann schon wieder ausgegraut und der aktuelle ist wieder farbig. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben hier so Anlegehilfen, damit wir sehen, wie lang hier dieses Flat-Teil, diese Fliese wird. Und da Kobi keine Seitenzahlen hat, sehen wir dann am Ende beim Bauschritt 63, wie hier die fertige HK Hurricane von 1919 aussieht. Quatsch, von 2019. 1919 wäre sehr alt. Ein bisschen Werbung, da kann ich nur schwärmen. Die wird es für euch noch geben, die anderen müsste ich mir noch besorgen. Ja, und die habe ich auch noch für euch. Und die haben wir schon gebaut. Ach, Freunde, schaut einfach auf die Kobi-Playlist, die ihr oben in der Ecke hier irgendwo finden müsstet. So, aber das war 2019. Schieben wir an die Seite, denn wir haben ja hier noch 2022, beziehungsweise in der Automobilindustrie würde man sagen, das aktuelle Modelljahr. Hier jetzt schon ab 7 Jahren. Und hier seht ihr auch, Englisch, Tschechisch, Polnisch bei den Fakten. Hier zählen wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tüten, also ein paar mehr als bei der 2019er Version. Ich muss aber echt sagen, bei den Kartons, die hole ich jetzt noch mal ganz kurz rein, da sieht man schon ein bisschen einen Unterschied. Also der Karton ist hier auch größer, wobei ich es eigentlich besser finden würde, denn trotzdem gibt es ja immer hier viel Luft drin. Also Kobi könnte die ruhig kleiner machen. Generell hätte ich nichts dagegen. Es muss nicht immer alles so groß sein, damit es fett im Regal aussieht. Egal. Also 5728, darüber reden wir. Hier das gleiche Spiel. Wir haben keine Tütenunterteilung. Wir bauen drauf los. Der erste Schritt ist farbig. Ich habe es euch gerade gesagt. Schauen wir uns an, wie viele Steps wir brauchen, bis wir fertig sind. 71. Auch wieder hier mit dem Stand der Abschluss. Eine Neuerung natürlich im Vergleich zur der anderen Anleitung, dass wir hier auf der Rückseite, auf den letzten Seiten dann immer die Teilübersicht haben, dass wir sehen, wie wir die Minifigur zusammenbauen und dass wir hier unten auch gleich den Link finden, wo wir fehlende Teile reklamieren könnten. Dafür ist die Werbung dann ein bisschen weniger und hier kann ich euch versprechen, die Flugzeuge gibt es auch noch alle hier. Habe ich euch gesagt, ich will alles vorstellen. Aber jetzt reden wir über die beiden Hurricanes. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt richtig viel Spaß bei den Fakten und mir beim Bauen. Freunde, viel Spaß! Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir über die HK Hurricane Mark I. Die HK Hurricane Mark I war ein britischer Einmotorenjäger, der während des Zweiten Weltkriegs von der Royal Air Force eingesetzt wurde. Es war das erste britische Flugzeug mit einem vollständig geschlossenen Cockpit und einem einziehbaren Fahrwerk. Die Hurricane war auch das wichtigste Flugzeug, das während der Schlacht um England, der berühmten Battle of Britain im Jahre 1940 eingesetzt wurde. Die Entwicklung der Hurricane begann bereits 1933 bei Harker Aircraft. Das Ziel war es, ein modernes Jagdflugzeug zu entwickeln, das schnell genug war, um den schnellsten Bombern mithalten zu können. Der erste Prototyp flog im November 1935 und war mit einem Rolls-Royce Kestrel V12 Motor ausgestattet. Nach einigen Modifikationen wurde die Hurricane im Jahre 1937 offiziell in den Dienst gestellt. Die Hurricane Mark I hatte eine Flügelspannweite von 12,19 Metern und eine Länge von 9,81 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit betrug etwa 550 km/h und die maximale Reichweite lag grob bei 960 Kilometern. Das Flugzeug war mit 8 7,7 mm Maschinengewehren ausgestattet, die in den Flügeln zu je 4 pro Seite untergebracht waren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Hurricane in vielen Schlachten eingesetzt, darunter die Schlacht um Frankreich, die Schlacht um England, die Nordafrika-Kampagne und die Invasion Siziliens.
Eine der bemerkenswertesten Leistungen der Hurricane fand während der Schlacht um England statt. Das Flugzeug, das aufgrund seiner Robustheit auch Tante Hugh-Killer genannt wurde, konnte die langsam fliegenden deutschen Bomber erfolgreich bekämpfen. Die Piloten der Hurricane zeigten bei dieser Schlacht außergewöhnliche Mut und Geschicklichkeit, was dazu beitrug, dass die Deutschen ihre Luftoffensive gegen Großbritannien abbrechen mussten. Im Laufe des Krieges wurde die Hurricane ständig verbessert und weiterentwickelt. Die späteren Versionen der Hurricane, zum Beispiel die Mark II, war eine mit leistungsfähigeren Motor ausgestattet, der eine höhere Höchstgeschwindigkeit und eine größere Reichweite ermöglichte. Die Hurricane Mark IV wurde für den Einsatz als Bodenangriffsflugzeug konzipiert und mit Raketen und Bomben ausgestattet. Insgesamt wurden mehr als 14.000 Hurricanes gebaut und sie blieben bis 1944 im Fronteinsatz. Die Hurricane war nicht nur ein erfolgreiches Kriegsflugzeug, sondern trug auch zur Weiterentwicklung der Luftfahrtindustrie bei. Die Erfahrungen, die mit der Hurricane gesammelt wurden, halfen bei der Entwicklung zukünftiger Flugzeuge und Technologien. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Haka Hurricane Mark I ein wichtiger Teil der britischen Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs war. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Bewaffnung und Robustheit machte sie zu einem erfolgreichen Jagdflugzeug und trug entscheidend dazu bei, dass Großbritannien die Luftschlacht um England gewinnen konnte. Die Piloten der Hurricane waren in der Lage, die deutschen Bomber zu bekämpfen und zurückzuschlagen, was den Sieg in der Schlacht um England ermöglichte. Die Hurricane zeigte auch ihre Vielseitigkeit, als sie in der Nordafrika-Kampagne als Jäger- und Erdkampfflugzeug eingesetzt wurde. Sie war auch das erste Flugzeug, das in der Lage war, eine V-1-Flugbombe abzuschießen. Die Haka Hurricane war ein entscheidender Faktor für den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Das Flugzeug war nicht nur ein effektives Kriegsflugzeug, sondern trug auch zur Weiterentwicklung, wie schon erwähnt, der Luftfahrttechnologie bei. Die Konstrukteure der Haka Hurricane experimentierten mit neuen Materialien und Technologien, um das Flugzeug schneller, stärker und effektiver zu machen. Diese Innovationen führten zur Entwicklung von Flugzeugen wie der Haka Typhoon und der Haka Tempest, die später im Krieg eingesetzt wurden und hervorragende Bodenkampfflugzeuge waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Hurricanes für zivile Zwecke umgebaut und modifiziert. Einige wurden als Rennflugzeug oder für Luftfahrtdemonstrationen eingesetzt. Andere wurden als Schleppflugzeuge für Segelflugzeuge verwendet. Heute existieren nur noch wenige Hurricanes, die in einem flugfähigen Zustand sind und sind bei Luftfahrtenthusiasten und Sammlern sehr begehrt. Insgesamt bleibt die Haka Hurricane Mark I ein wichtiger Teil der Geschichte der Luftfahrt und der britischen Kriegsführung. Ihr Beitrag zum Sieg in der Schlacht um England und ihre Fähigkeit, sich im Laufe des Krieges anzupassen und weiterzuentwickeln, macht sie zu einem Symbol für die Entschlossenheit und den Pioniergeist, die während des Zweiten Weltkriegs gezeigt wurden. Eigentlich ist die Haka Hurricane das, was die Spitfire für viele heute ist. Das nationale Symbol für die Battle of Britain. Ja, Freunde, das waren die Fakten zur Haka Hurricane. Euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review der beiden verschiedenen Versionen von Kobi. Nach 2,5 Stunden haben wir beide Hurricanes hier fertig auf dem Bautisch. Unsere 5709 aus 2019 bzw. 2020 und unsere 5728 aus 2022. Hier Maßstab 1:35, hier Maßstab 1:32. Fangen wir mal an. Bei beiden haben wir Steine über. Hier links Steel Claims und einen komischerweise grünen Stein, eine kleine Mini-Achsaufnahme, warum weiß ich gar nicht, ist gar nicht im Set drin, kann ich euch verraten. Und hier rechts bei unserer aktuellen Haka Hurricane haben wir auch diese Steel Claims, über die wir gerne brechen. Hier ein Steuerknüppel, eine Antenne, die ich ganz cool finde, weil diese Antennen haben diesmal hier unten einen kleinen Gummiring, sodass diese Antenne quasi, die ich da verbaut habe, hier auch gar nicht so einfach rausgeht. Sie hängt richtig fest. Ich kann fast das Flugzeug hochheben. Richtig gut. Finde ich klasse, weil sonst diese Antennen immer irgendwie rausfallen. Und wir haben hier noch eine Fliegermütze. Figur bekommt ihr gleich von mir nochmal groß. Sowieso. Wenn wir auf den ersten Blick mal schauen, welches Flugzeug cooler aussieht, dann kann ich euch das gar nicht so sagen, weil ich mag die Hurricane total.
aber irgendwie gefallen sie mir beide nicht so richtig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil die Hurricane ja so einen markanten Buckel hat, der hier irgendwie besser rüberkommt, aber dann von dieser fetten Antenne hier gestört wird, während hier der Buckel da ist, aber etwas zu lang, finde ich, und diese Gummiantenne wiederum gut finde. Aber irgendwie hat die Hurricane ja so eine besondere, ja, Motorhaubenform und auch von unten für den Kühler, und den haben beide irgendwie nicht so richtig gut drauf. Was ich bei beiden klasse finde, ist, dass wir gebautes Muster haben, dass wir überall natürlich nur Drucke haben. Das finde ich richtig klasse. Irgendwie gefällt mir hier diese von den, ja, Bausteinen, wie sie verbaut wurden, beziehungsweise die eingesetzten Prints irgendwie besser, weil hier haben wir die Maschinengewehre so komplett über die Tragflächenkante, während das hier so komisch aussieht, weil die Fliesen aufliegen. Also wirklich aus dem Bauch heraus, auch weil wir hier vielleicht Transclear-Teile haben, würde ich sagen, dass mir wirklich die alte besser gefällt. Wir haben zwar weniger Drucke und auch weniger Teils, also Slopes, so schräge Teils, aber dafür haben wir hier schwarz, quasi so die Trittkante, wo der Pilot drauf kann. Wir haben hier die Transclear-Teile, habe ich euch gesagt, und diese Maschinengewehr-Formteile hier, diese Slopes. Das gefällt mir auch irgendwie besser. Wir haben hier diese kleine Biene des ersten Squadrons. Also, und sie ist 1:35, sie ist kleiner. Vielleicht gefällt sie mir auch deswegen besser. Ich muss echt sagen, und das ist eigentlich schade, hätte ich nicht gedacht, dass mir die ältere besser gefällt. Auch vielleicht, weil der Propeller hier noch diesen gelben Kranz auf dem Spinner hat. Also irgendwie gefällt mir die besser. Aber jetzt mache ich euch erstmal ein Bild. Ich zeige euch das. Hier einmal der Stand mit dem typischen, ja, hier Teil, unseren Typenschild Hawk Hurricane Mark I. Der Stand wirkt hier auch stabiler übrigens. Ihr seht schon da, wie sie auf 7/8 hängt. Die Minifigur, die ihr gleich sowieso nochmal in groß rechts daneben seht, hier im schönen Weiß, hat was irgendwie von diesem Luftmarschall aus Battle of Britain, aus dem Film. Lee Mallory, glaube ich, war das, oder ich weiß gar nicht genau. Finde ich cool, diese weiße, edle Uniform, auch diesen typischen britischen coolen Schnäuzer. Dieser Herr hat keine Mütze, aber jetzt schauen wir uns die Hurricane genauer an. Hier diese Biene des ersten Squadrons. Wir haben die großen, runden Korkadenkreise der Royal Air Force. Ja, diese dumme Antenne, habe ich euch gesagt, die ist ein bisschen blöd. Hier auch nochmal die Korkade. Das Cockpit ist relativ wie bei jedem Flugzeug eigentlich bei Kobi. Hier vorne dieses, ja, Fake-Instrument, Knüppel und den Sitz. Und dann hier die Haube, die wir nicht zurückmachen können. Hier vorne diese Formteile für die Abgasanlage. Hier dieser Kühler. Was beide Flugzeuge haben, und das finde ich cool, dass wir das Fahrwerk einklappen können. Ne, hier sieht es ein bisschen so aus. Hängt so raus. Das ist ja normal, haben wir bei anderen Eindeckern aus dem Zweiten Weltkrieg bei Kobi auch. Von unten hier viele, viele Noppen, deswegen ist es immer blöd, ein Flugzeug so an die Decke zu hängen irgendwie, und so fliegt ja eigentlich keiner. Also das ist ein bisschen schade. Jetzt hier von vorne, wie ich euch gesagt habe, die Tragfläche mit den Maschinengewehren, den 8 Stück, und dann von hinten, ja, kantig. Aber mir gefällt irgendwie hier, das hat schon fast was von modernen Digitaldruck, wenn wir uns mal heutige Tarnmuster anschauen. Das gefällt mir irgendwie. Also ich finde hier, diese Hurricane gefällt mir richtig gut. Achso, und hier unten haben wir dann diesen Kühler versetzt nach hinten. Hat auch, der Bau auch hat mit am meisten Spaß gemacht, ging am schnellsten. Typisch Kobi wieder, wir sehen es ja hier, da haben wir viel die Baurichtung Umkehr, weil wir von unten die Slopes dran bauen, von oben die Slopes. Dann hier an der Seite haben wir Brackets, hier große Fliesen und hier vorne auch Brackets links, rechts, und dann bauen wir den Motor eigentlich typisch. Also so wie das eigentlich bei fast jedem Kobi-Flugzeug aus der Zeit. Kommen wir jetzt zum größeren, fangen wir auch mit der Figur an noch vielleicht. Die ist ja etwas berühmter, Herr František, aber das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Ihr bekommt sie rechts. Wenn es die Digitalbilder gibt, die Videoshow, sprechen wir nochmal über diesen Herrn hier. Schön bedruckt, auch hier auf der Seite, richtig schön auf den Ärmeln, schwarze Schüchen, kommt cool daher, und hier auch nochmal richtig cool. Aber jetzt zum Flugzeug. Teile über habe ich euch gesagt. Der Stand kommt hier ein bisschen wackelig daher. Gut, das Flugzeug wiegt auch mehr, aber dann, Kobi, mach was mit dem Stand. Mach was. Irgendwie finde ich das blöd.
So, der Stand ist also eigentlich fast ähnlich, wie wir den hier auch links sehen. Also da nehmen sie sich beide nichts irgendwie. Ja, wir können ja mal gucken, ob die beide gleich sind. Kommt. Schwarz. Sehen eigentlich beide fast identisch aus, außer dass vielleicht hier links ist irgendwie oben das Hocker etwas dicker daherkommt. Sonst beide gleich, nur irgendwie wirkt der hier massiver. So, zack. Was ich euch mal zeigen wollte, weil das glaube ich wissen viele gar nicht, die Hurricane ist größer als eine Messerschmitt. Hat nämlich ungefähr 12 Meter im Original Spannweite, während die Messerschmitt auf keine 10 kommt. Und hier sieht man das eigentlich mal ganz gut. Also da hat Kobi maßstabmäßig wohl doch ein bisschen was richtig gemacht, wobei es schon fast übertrieben wirkt. Ihr seht schon, ob das 2 Meter im Echt wären. Von der Länge her nehmen sie sich dann wieder nichts. Da sind sie auch fast identisch im Original. Aber auch hier, was ich euch gerade gesagt habe, sieht man, ne, das Fahrwerk unten drunter. Das hat Kobi ja auch jetzt hier gemacht. Und hier bei der 5728. Das hier ist ja die 5727. Deswegen musste sie einfach ins Bild. Video dazu findet ihr oben auf dem i. So, schauen wir sie uns an. Natürlich jetzt hier größere Flügel. Maßstab 1:32. Querruder haben beide. Flügel sind hier massiver gebaut, etwas dicker. Wir sehen hier wirklich fast daumendick, würde man sagen. Hat auch diese abgerundeten Slopes, die wir kennen von der F35. Wir haben hier das Abzeichen des 303. Squadrons. Das sind die polnischen Piloten gewesen. Schönes Spornrad. Eine richtige Antenne, wie gesagt, da kann man fast das Flugzeug komplett aufhängen. Seht ihr das? Ne? So, und da ist dieser, ja, vielleicht kann man es sehen. Nicht so gut, glaube ich. Da ist ein kleiner gegossener Ring. Na, sieht man nicht jetzt wirklich. Aber der hält dann diese Gummiantenne besser hier im Loch. Das hatte ich bei vielen Flugzeugen schon nicht oder bei Panzern. Da sind sie einfach rausgefallen. Ja, hier schön natürlich, dass wir hier so Querretarnung haben, eigentlich eher wie das Original. Aber dadurch natürlich auch viele Spaltmaße. Guckt mal hier, das ist bei Kobi dann immer ein bisschen blöd. Wenn man so Tarnmuster baut, alles cool, aber da regnet es ja rein. Da zieht es dann wie Hechsuppe. Ja. Vorne, das ist das Problem, finde ich, da durch diese Motorhaubenform, das sind halt alles die gleichen Formteile. Da weiß ich nicht, ist das ein Hurricane? Ist das vielleicht eine Spitfire? Ist das eine Devonton? Bei der Messerschmitt haben sie es anders gemacht, aber da sieht es einfach zu gleich aus. Und ich finde, hier ist halt die Spitfire im Original etwas, ja, markanter. Die Nase macht es doch aus. Wie bei der Spitfire, die Flügelform, würde es doch hier die Nase machen und dann der Buckel hinten bei der Hurricane. Sonst cool gemacht, hier mit dem Lufteinlass, den Kühler, das ist im Original ja auch so. Wir haben hier viel schöner gelöst, natürlich irgendwie das Fahrwerk, was wir einziehen können. Auch haben wir hier viel mehr schönere Fliesen. Von unten ist das Flugzeug auf jeden Fall schöner, aber irgendwie gefällt mir dieses kleinere, coolere, Brickbuild-mäßigere dann doch besser bei der alten Hurricane. Ja, von hinten sind sie sich auch ähnlich und hier drinnen haben wir dann auch wieder fast das gleiche Cockpit, nur haben wir hier quasi noch durch diese Seitenbebauung hier, also wir haben Brackets und da haben wir Steine drauf, wo dann die Fliesen drauf kommen. Seht ihr hier am Speedbild irgendwie so eine Art, ja, mehr Cockpit, Volumen, mehr Seiten, vielleicht die Seitenpanzerung, wie auch immer. Ja, also, ups, da hinten geht's rein. Natürlich modernere Bauweisen, natürlich hier größeres Flugzeug, weil Maßstab 1:32, natürlich hier vielleicht auch die interessantere Figur. Wie gesagt, gibt es gleich bei den Detailfotos, haben wir auch hier, aber diese komplette Weiß finde ich halt auch irgendwie cool. Mehr Steine über haben wir auch da. Was mir mehr Spaß beim Bauen gemacht hat, links, sage ich, da bin ich ein bisschen oldschool. Man muss ja auch mal das Herz ein bisschen hier die Lanze brechen für den alten Maßstab 1:35. Bei Flugzeugen hier wiederum geht es. Den Rest spare ich mir jetzt mal zum Maßstab 1:35. Ja, ihr bekommt Detailfotos. Da könnt ihr dann nochmal auch überlegen, welches euch besser gefällt. Könnt nochmal kontrollieren, ob der Onkel hier das meiner Meinung nach oder eurer Meinung nach Richtige gesagt hat. Schreibt mir gerne eure Meinung dann schon mal unten in die Kommentare. Es gibt bei der Bildershow nochmal ein paar Fakten. Hier auch schön die Drucke, nämlich fällt mir gerade nochmal auf, was wir hier als Transclear haben, haben wir hier als Ja, hat alles sein Für und Wider. Meine Meinung kennt ihr jetzt trotzdem.
Wie gesagt, schreibt mir eure unten in die Kommentare und dann sehen wir uns nach den Fakten, die ihr während der Fotoshow bekommt, noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, während ihr hier wie immer ein paar Detailfotos bekommt, um euch selber ein Bild zu machen, möchte ich noch gerne über die blaue Figur aus dem Kobi-Set 5728 sprechen. Das ist nämlich Josef František. František wurde am 7. Oktober 1913 in Dolní Ostlavice in Mähren geboren. Er schloss sich der tschechoslowakischen Luftwaffe an und kämpfte in der polnischen Luftwaffe während des Überfalls der Wehrmacht auf Polen 1939. Nach der Kapitulation Polens floh František nach Großbritannien, um weiterhin gegen die Achsenmächte zu kämpfen. František trat der Royal Air Force, der RAF, bei und wurde Mitglied des 303. Squadron der polnischen Staffel, die aus polnischen und tschechoslowakischen Piloten bestand. Er erzielte 17 bestätigte Abschüsse und wird oft als der erfolgreichste Pilot des 303. Squadron angesehen. Františeks außergewöhnliche Flugfähigkeiten und sein taktisches Geschick im Luftkampf wurden von seinen Kameraden und Vorgesetzten sehr geschätzt. Er starb am 8. Oktober 1940 bei einem Flugzeugabsturz während eines Trainingsflugs in England. Und die 303. Staffel war in Northolt stationiert. Das ist westlich von London. Und das Flugzeug der 5709 war ja vom Squadron Number 1 und das lag der Luftschlacht in England im August in Wittering. Das ist bei Peterborough in Mittelengland. Aber auch das Squadron Number 1 war mal in Northolt stationiert. Also somit haben die beiden Flugzeuge quasi da noch eine weitere Gemeinsamkeit, außer dass es beides Hawker Hurricanes sind und hier im Set beide von Kobi. Ja, gebraucht findet ihr dieses Set auch noch bei meinem Partner buildandbricks.de. Denkt an den 15% Code Blockstar, da spart ihr nämlich ein bisschen was. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, die Show ist zu Ende, unsere Flugshow. Die beiden Hurricanes sind gelandet und wandern in die Ausstellung Mein Regal, quasi das RAF-Hangar hier im Hause Blockstar in der Noppenklötzchen Scheune. Beide haben ihren Reiz, rechts die alte, links die neue. Welche gefällt euch am besten? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und generell schreibt mir bitte auch, was ihr von solchen Vergleichsvideos haltet. Denn es gibt ja noch viel mehr Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, die man hier vergleichen könnte. Und ihr wisst ja, dass ich diesen Kanal hier so als kleines Online-Lexikon definiere, was Kobi angeht. Ich würde euch und will euch alles von Kobi zeigen. Auch vielleicht in Zukunft einen 1:12 Tiger mit 8000 Steinen. Aber da sind wir beim Thema. Sowas macht Kobi. Aber ein riesen Kritikpunkt, den ihr immer hört bei Flugzeugvideos bei mir. Kleine 2x2 Jumper, wo wir diese tollen Minifiguren draufpacken können. Die hat Kobi nicht. Schade eigentlich. Dabei haben sie zwei tolle bedruckte Minifiguren. Das bitte, 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 das predige ich unter jedem Video. Kobi, kleine Noppen hier auf die Stands für die Piloten. Weil wenn ihr zwei Kopfbedeckungen mitliefert für eine toll bedruckte Figur, dann muss man die doch auch irgendwo hinstellen können. Bitte, Kobi, bitte, bitte, bitte. Ja, Freunde, aber an euch gerichtet. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Einen guten Flug wie immer. Bleibt gesund. Euer Freund, der Blockstar.